Liebe Wahlberechtigte für die Bundespräsidentenwahl am 4. Dezember. Heute möchte ich ganz klare Worte finden, denn ich möchte Menschen dazu mobilisieren, zur Wahl zu gehen. Ich möchte dazu beitragen, dass am 4. Dezember so viele Menschen als möglich zur Wahl gehen und mitbestimmen, wie es mit unserem Land und dem Ansehen Österreichs in Zukunft weitergeht. Indem wir gemeinsam dafür sorgen, dass ein weltoffener, mutiger Kandidat gewinnen wird. Vor allem möchte ich mich an jene wenden, die noch unentschlossen sind oder überhaupt überlegen, zur Wahl zu gehen. Bei dieser Wahl geht es nicht darum, ob Herr Hofer oder Herr van der Bellen der bessere Kandidat ist. Denn wahrscheinlich hat jede der beiden Eigenschaften, die ihn mehr oder eben weniger geeignet erscheinen lassen. Es geht nicht um die Person. Und es geht auch nicht um das Amt an sich und ob es überhaupt gebraucht wird. Es geht bei dieser Wahl um viel, viel mehr. Es geht um eine Weichenstellung, um eine Richtungsentscheidung für viele Jahre oder viele Jahrzehnte. Es geht um die Richtung, in die sich Österreich zukünftig entwickelt. Die eine Richtung führt uns dahin, als weltoffenes Land gesehen zu werden, das von einem Präsidenten geleitet wird, der für Gemeinsamkeit und Offenheit steht, der die Stärke seiner Nation in der Vielfalt und in den Talenten seiner Bewohnerinnen und Bewohner sieht. Sie führt uns in ein starkes, gemeinsames Europa, in dem Österreich eine Vorbildfunktion erfüllt. Die andere Richtung macht Österreich zur Speerspitze von Europas rechter, nationalistischer, populistischer Politklasse, die unseren Kontinent immer stärker auseinandertreibt. Und genau das ist die Vision von Norbert Hofer. Ein Machtwechsel, der nur dadurch ermöglicht wird, dass viele von ihrem Wahlrecht nicht Gebrauch machen. Nein, ich spreche nicht von Brexit und ich spreche nicht von den USA. Ich spreche von Österreich und den bevorstehenden Wahlen. Eine abschottende, angsterfüllte, rechte Politik hat für uns Folgen. Weniger Tourismusumsatz, weniger Kongresse, weniger Chancen für junge Menschen, am kulturellen und sozialen Reichtum Europas teilzuhaben. Und das wird uns alle treffen. Egal, wie die tatsächliche Gewichtung der Stimmen liegt. Egal, wie knapp die Entscheidung ist. Deswegen zählt am 4. Dezember jede einzelne Stimme. Ich möchte nicht, dass Österreich als wuterfülltes, abgeschottetes Land gesehen wird. Davor habe ich viel mehr Angst als vor Menschen, die hierher flüchten. Oder vor Andersdenkenden. Oder Menschen, die zu einem anderen Gott beten. Meine eigene Karriere habe ich der Weltoffenheit des Eurovision-Publikums zu verdanken. Meine Siegesworte 2014 waren: We are unstoppable. Liebe Wahlberechtigte in Österreich, zeigt kommende Woche bei den Bundespräsidentenwahlen, dass wir wirklich unaufhaltbar sind. Unterwegs auf dem Weg zu einer besseren und offeneren Gesellschaft, die Menschen inkludiert und nicht ausschließt, die Grenzen öffnet und nicht nationalistisch denkt, die global handelt und nicht Menschen aufgrund der Hautfarbe, der Religion, des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung an den Pranger stellt, verurteilt und verstößt. Bitte teilt dieses Video, damit es so viele Wahlberechtigte wie möglich sehen können. Meine Stimme bekommt Alexander van der Bellen. Und jeder, dem eine weltoffene Zukunft in Österreich im Herzen liegt, sollte zur Wahl gehen. Damit wir das erste Land in diesen turbulenten Zeiten sind, das nicht blind und taub denjenigen gewählt hat, der am lautesten schreit und sich am besten verstellt, sondern denjenigen, der für Österreich und unsere Zukunft der bessere Präsident ist. Gehen Sie van der Bellen wählen. Dankeschön.